Ja, hallo, deine Gear Cubes schauen aus wie eine ewige Baustelle. Keine Angst, die beiden meistverbreitetsten, die lösen wir jetzt gemeinsam. Ja, für den hier brauchen wir 4 Lösungsschritte und der funktioniert eigentlich ganz gleich, nur dass er noch einen Lösungsschritt mehr braucht. Vorteil, vielleicht auch Nachteil gleichzeitig, du kannst den Würfel immer nur um 180 Grad drehen, weil sich der Mittel ja mitdreht und bei 90 Grad sperrt er. Schritt 1, wir machen die Ecken. Gelb-blau und da brauche ich die zweite gelb-blaue Ecke. Die korrespondierende, die ist in meinem Fall hier unten zu finden. Und mit einer 180-Grad-Drehung könnte ich das hier schon lösen. Kann aber auch noch etwas schwieriger sein. Hier ist weiß-orange und auch hier ist weiß-orange. Diese Ecke würde also hierher gehören. Mit einer 180-Grad-Drehung bringt das natürlich nichts, weil ich mir diese Ecke verdrehe. Drum unten 180 Grad drehen, jetzt ist sie hinten und jetzt seitlich 180 Grad drehen und jetzt habe ich die beiden korrespondierenden Ecken aligned. Jetzt schaue ich gleich, wo die anderen sind. Meine sind hier, deine könnten vielleicht auch irgendwo anders stehen und du kannst diese Ecken relativ leicht zueinander drehen. Und der große Vorteil ist, dass du dann auch schon alle anderen Ecken richtig hast. Also gelb ist schon richtig orientiert und ausgerichtet und du kannst nur noch eine 180 Grad Drehung haben. Dann hast du alle Ecken richtig. Schritt 2, die Mittelsteine. Ganz ein einfacher Schritt. Hier zum Beispiel nur eine 360 Grad Drehung oben oder unten und alle Center stimmen. Auch hier muss ich sie halt links oder rechts machen und wieder eine 360 Grad Drehung und du bist mit Schritt 2 fertig. Schritt 3 ist der schwierigste Schritt. Hier geht es jetzt um die ganzen Kanten und da zeige ich dir den Algorithmus am gelösten Würfel, dann siehst du gleich, was er bewirkt. Und ich blende dir alle 4 Algorithmen ein, weil es ist egal, ob du mit der oberen Ebene 180 Grad anfängst oder mit der rechten Ebene 360 Grad oder ob du mit der linken Ebene anfängst und dann die obere machst zum Beispiel. Ja, aber wir machen es oben und rechts, beziehungsweise rechts und oben. Also rechts eine ganze Drehung und oben eine halbe Drehung. Beachte die Richtung, du musst nachher in die gleiche Richtung weiter drehen. Wieder eine ganze Drehung und wieder eine halbe Drehung. Und jetzt schauen wir, was hier passiert ist. Hier ist orange-blau und hier ist orange-grün. Und hier ist orange-blau. Das bedeutet, diese beiden haben ihre Plätze getauscht. Das gleiche passiert immer unten. Das bedeutet, wenn du merkst, dieser hier ist falsch, dann sind alle 3 anderen in dieser Ebene oder in diesem Slice auch falsch. So, nicht nur diese beiden haben Platz getauscht, sondern auch, wie du hier siehst, gelb-blau und der gelb-blaue ist hier hinten, sondern auch diese beiden und diese beiden hier. Das heißt, mit diesem Move tauschen wir diese Plätze und das hier diagonal sowie das hier diagonal. Wenn dein Würfel also jetzt so aussieht, dann machst du nur diesen Move. Also rechts 360, oben, rechts 360, oben. Und jetzt sind alle deine Steine gelöst. Du siehst aber, dass sie noch schräg sind, das ist der Schritt 4. So, wie sieht es hier aus? Hier sind überhaupt alle Kanten fehl am Platze und dann suchst du dir 2, die genau so getauscht werden. Zum Beispiel hier weiß-grün und weiß-blau. Also die müssen so getauscht werden, die unteren beiden natürlich auch. Und dann mache ich einfach diesen Algorithmus. Also rechts 360 und oben die halbe Drehung. Rechts 360 und oben die halbe Drehung. Und jetzt habe ich den schon einmal richtig, die beiden mal richtig. Und jetzt schaue ich, wo könnte ich noch weitere Steine tauschen. So, also hier zum Beispiel weiß-orange und weiß-gelb. Das heißt, wenn ich die beiden tausche hier, dann würden sich auch die hier tauschen. Wäre jetzt natürlich nicht so geschickt, aber geht nicht anders. Nachdem ich hier noch immer welche habe, die nicht passen, muss ich die hier nochmal vertauschen. Dann kann ich die tauschen, dadurch tauschen sich diese hier zurück. Also,
So, weiß, orange und gelb-orange gehören so getauscht, liegen oben 360 Grad, oben 360 Grad, wieder oben. So, jetzt sind die hier richtig, die hier sind noch falsch und die haben sich wieder verdreht. Jetzt halte ich den Würfel so, orange-grün und orange-blau, diese beiden hier gehören wieder getauscht und dadurch werden sich auch diese weiß-grün, das natürlich hinten ist, diese hier diagonal tauschen und dann haben wir diesen Schritt schon abgeschlossen. 360 Grad, wieder oben, 360 Grad und wieder oben. Und weiter geht's mit Schritt 4. Wir müssen noch die Schrägen hier wegbringen, wenn alle Kanten an der richtigen Stelle sind. Bei diesem Cube hier ist es relativ einfach. Wenn das so nach rechts oben zeigt, dann drehe ich hier nach rechts hinten und zwar 2 ganze Umdrehungen. Wenn das Ganze nach links zeigt, dann drehe ich mit links 2 ganze Umdrehungen. Das probieren wir sofort aus. Eine Umdrehung, zweite Umdrehung und das löst dieses Problem. Falls du nicht dran denkst, welches muss ich jetzt nehmen und du nimmst halt die falsche oder drehst in die falsche Richtung, ist das natürlich auch kein Problem, weil dann schaut das einfach in die andere Richtung und noch einmal 2 Drehungen beheben das und du bist jetzt spätestens mit diesem Würfel hier fertig. Bei dem funktioniert es grundsätzlich ähnlich, also auch wieder 2 ganze Umdrehungen, aber du siehst, hier kann es sein, dass die noch geflippt sind um 180 Grad und das müssen wir im nächsten Schritt lösen. Ja, und das ist der Schritt 5. Abo nicht vergessen, Daumen hoch, vielen Dank fürs Zusehen bis jetzt. Schritt 5, eigentlich relativ einfach, du suchst dir immer die Ebene, wo 4 verdreht sind. Hier auf dieser Ebene sind nur 2 verdreht, die brauche ich nicht. Hier sind 4 verdreht und auf der gegenüberliegenden sind auch 4 verdreht. Die hältst du vorne bzw. hinten und dann machst du den relativ einfachen Algorithmus rechts, oben, solange bis das Ganze gelöst ist. Es ist egal, in welche Richtung du die obere bzw. die rechte Ebene drehst, solange du sie immer in die gleiche Richtung drehst. Also rechts, oben, aber du kannst auch in die andere Richtung und rechts, oben, rechts, oben und jetzt ist dein Würfel gelöst. Also, Abo nicht vergessen, vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Cuben.